Amen. Amen. Since class number 88, Seit Unterrichtsstunde Nummer 88 we've been discussing what subject? sprechen wir über welches Thema? What has the focus of our attention been? Was war der Fokus unserer Aufmerksamkeit? Good, we'll go with that. 6,4. 6:4. We've been discussing the relationship between the first 4 commandments and the last 6. Wir haben die Beziehung zwischen den ersten 4 Geboten und den letzten 6 Geboten besprochen. And we're on class number around 100 now. Und jetzt sind wir bei Unterrichtsstunde 100 und etwas. So that's around 15 classes Etwa 15 Unterrichtsstunden, that we've been discussing the relationship between the first 4 commandments and the last 6. in der wir die Beziehung zwischen den ersten 4 Geboten und den letzten 6 besprechen. Why have we been doing that? Warum machen wir das überhaupt? What's been the driving force, the idea behind that, Brother Roland? Was ist denn so dieser Motor dahinter? Warum sprechen wir darüber? Weil das Geistliche durch das Buchstäbliche verstanden wird. The spiritual is understood through the natural. Good. The spiritual is understood through the natural. Also das Geistliche wird durch das Natürliche verstanden. So for those people who are just joining us, that may not make sense. Für diejenigen, die jetzt zum ersten Mal hier zuhören, mag das jetzt vielleicht nicht so Sinn machen. So let's give a Bible verse to explain what Brother Roland just said. Lasst uns einen Bibelvers dafür angeben, der erklärt, was Roland eben gesagt hat. The natural explains the spiritual. Das Natürliche erklärt das Geistliche. A Bible verse. Bibelvers, No. 1. Korinther 15, Vers 45. We Nein, haven't looked at that passage. das haben wir nicht betrachtet. It's a correct passage that we could go to, but that's not one that we looked at. Das ist ein richtiger Vers, wo man anschauen könnte, Wo- aber wir haben diesen nicht betrachtet. Where are you taking us to, Brother Roland? Wohin führst du uns? Ich hätte jetzt auch diesen Vers gewählt. I also would have chosen that one. Okay, Aber- you recall But- that's not the one that we didn't go there. Okay, für 1. Johannes 4,21 1 John 4:21. oder 2021. Okay, so we're going to go to 1 John chapter 4, verse 20 and 21. 1. Johannes 4, die Verse 20 und 21. So this is the verse that we're going to use Das ist der Vers, den wir nutzen in our study oder den wir auch schon in unserem Studium benutzt haben, to defend the principle of parable teaching. um das Prinzip der Gleichnislehre zu verteidigen. That you need to go first to the natural and then the spiritual. Erst muss man zum Natürlichen gehen und dann zum Geistlichen. If any man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother, whom he hath seen, how can he love God, whom he hath not seen? Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und seinen Bruder doch hasst, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Sister Aideen, can you explain that verse Kannst du diesen Vers erklären, bitte? in relation to what Brother Roland said, In Bezug auf das, was Roland gesagt hatte. in relation to the classes that we've been doing? In Beziehung auf den Unterricht, den wir hatten. It's in relationship to the Ten Commandments, verse 4 and 6. So es ist in Beziehung zu den 10 Geboten, den 4 und den 6. Explain that. Erklär das noch weiter.
The law of God is the 4 and your brother is the 6. Die Liebe zu Gott sind die 4 Gebote und die Liebe zum Bruder sind die 6. Which bit of the verse are you picking up when you said that? Welchen Teil des Verses hast du da aufgegriffen? When somebody says, I love God, I have to take the English Bible. If a man say, I love God, and hateth his brother, he's a liar. And I love God is the 4, and the brother part is the 6. Also am Anfang des Verses, ich liebe Gott und hasse den Bruder. Liebe Gott sind die ersten 4 Gebote und die Beziehung zum Bruder sind die letzten 6. Is that how you see it, Brother Roland? Ist es so, wie du das verstehst, Roland? Ich habe nicht zugehört, ich war noch vertieft in den Text hier. I didn't listen, I was into the verse. Okay. So, Tamina, have a think. I'll ask you in a minute. Your thoughts? Well, we have the 4 commandments, we have the 6 commandments. Show us where that is. Wir haben die 4 Gebote, wir haben die 6 Gebote. Zeige, wo sie sind. To love Say the phrase for this 4. Sag den Satz für die 4. those who love God, I love God, Die Gott lieben. which is the not seen, Das ist das, was man nicht sehen are kann. the 4 commandments. Das sind die 4 Gebote. And then those who love their brother, Und dann diejenigen, die ihren Bruder lieben, which they see, are the 6 commandment. den sie ja sehen können, das sind die 6 Gebote. And you don't love God if you don't love your brother. Und du kannst Gott nicht lieben, wenn du deinen Bruder nicht liebst. Which means if you don't keep the 6, you will not keep the 4. Welches bedeutet, wenn du die 6 Gebote nicht hältst, dann hältst du auch die 4 nicht. Brother Roland? Do you want to add anything? Möchtest du noch was hinzufügen? Nee, aus diesem Vers erstmal nicht. Ne? Out of that verse, not. Okay. So, Sister Aileen, you can see something and you cannot see something. Du kannst etwas sehen und du kannst etwas nicht sehen. What can you not see? Was kannst du nicht sehen? You can't see God. Man kann Gott nicht sehen. And these people, Diejenigen they're liars, yes? sind Lügner. Why are they liars? Warum sind sie denn Lügner? Because they say they love God, but they don't love their neighbor. Weil sie sagen, dass sie Gott lieben, aber sie lieben ihren Nächsten nicht. Why does that make you a liar? Warum macht dich das zu einem Lügner? Because if we love God, we should also love our neighbor. Weil wenn wir Gott lieben, dann sollten wir auch unseren Nächsten lieben. Sure, but how do you know God is even there? Okay, aber woher weißt du überhaupt, dass Gott existiert? What makes this person such a big liar? Was macht diese Person hier zu so einem großen Lügner? Not sure? Okay. What is the bad habit that God's people keep on doing? Was ist denn diese schlechte Gewohnheit, die Gottes Volk beständig tut? Sister Sarah, in relation to this issue. So just translate that bit in relation to this. Was ist denn diese schlechte Verhalten, Gewohnheit von Gottes Volk? So let me define what the issue is. Was ist nun die Thematik? In fact, you tell me when I say this issue, what issue? Wenn ich sage diese Thematik, welche Thematik ist es denn? What is the issue? That they are liars. No? Dass sie Lügner sind? Nein. That they say they love God, but they don't. Not the love. Also, dass sie Gott lieben, das ist nicht die Liebe. I don't know where you're going. There's two issues. There's the love issue and there's another thing that's brought up. Let's compare. Cannot see. See. Also einmal ist es die Liebe und das andere Mal kann man ihn nicht sehen. So the issue is about seeing Die Thematik geht also um das Erkennen oder Sehen or not seeing. oder eben nicht sehen. You see that? Können wir das erkennen? So what wrong thing do God's people continually do?
Was macht jetzt Gottes Volk kontinuierlich falsch? Not just in this passage, throughout the Bible. Nicht jetzt nur in diesem Abschnitt, sondern durch die ganze Bibel. You're going to see it in the Old Testament. You won't see it probably in the New. Man wird es vor allem im Alten Testament erkennen, aber nicht im Neuen. About seeing. I don't know. No? Okay. So let's go to Exodus. Willentlich in Blindheit. So let's go to Bleiben. Exodus 20. Lasst uns zu 2. Mose 20 gehen. Sister Sarah. So you can see and you can't see. Du kannst sehen und du kannst nicht sehen. And I'm saying there's an issue about that. Da gibt es ein Problem damit. What can you not see? Was kann man denn nicht sehen? Who can you not see? Wen kannst du nicht sehen? Gott. God. Gott kann man nicht sehen. And God is which commandments? Und Gott sind welche Gebote? The first four. 4. Die 4. So if you begin around verse 3, Wenn man so etwa ab Vers 3 liest, what is the issue about seeing? was ist denn da das Problem mit dem Sehen? Well, I'm not saying it's in verse 3 specifically, but if we begin in verse 3 and we'll stop at verse 7. Und ich sage jetzt nicht speziell Vers 3, aber ab Vers 3 bis Vers 7, It's the verse 3 commandments. die ersten 3 Gebote. So if you have a quick review and then tell me what is the issue. This is Sister Sarah. Also kurz kurz lesen und dann sagen, was die Thematik ist. Well, they don't see God, but they shouldn't make something they can see. Can we can see that? You can't see God Man kann Gott nicht sehen. deliberately. It's not an accident. Das ist jetzt kein Unfall, das ist absichtlich. And what are you not allowed to do? Aber was ist dir jetzt nicht erlaubt zu tun? Make an image. You're not allowed to make a representation of him that you can see. Dir ist es nicht erlaubt, ein Bild zu machen, das du sehen kannst. So Oder ein Repräsentant von ihm, das man dann sehen und begreifen kann. we can see that's the commandment. Das können wir sehen, das ist das Gebot. So my question was, they have this problem all through the Old Testament. Mein Gedanke war, dass sie dieses Problem durch das ganze Alte Testament haben. So you can see the problem there. They keep on building idols Sie tun beständig Götzenbilder aufstellen, because they want to worship something that is a representation of God. weil sie etwas anbeten möchten, das ein Repräsentant für Gott ist. So when in 1 John he says you're liars, Wenn es dann in 1. Johannes 4 heißt, dass sie Lügner sind, how can he make such a strong statement? wie kann er da diese starke Aussage überhaupt machen? Because what have they been doing all through the Old Testament? Denn was haben sie durch das ganze Alte Testament gemacht? They understand one thing. Sie haben eine Sache verstanden. You worship the invisible God Du betest den unsichtbaren Gott an, by doing what? indem du was tust. Making Man macht idols. Götzen zu erstellen. They know that they're experts at it. They Sie- copied the world. Sie haben die Welt kopiert und sind darin Experten. So for them now to follow this practice, Dass sie jetzt dieser Praxis folgen, which one? in 1 John, In 1. Johannes, that says we'll love the invisible, but we won't love human beings, wir werden das Unsichtbare lieben, aber nicht die Menschen, we know is a lie. wissen wir, dass dies eine Lüge ist. In Exodus, In 2. Buch Mose we read 3 to 7. haben wir die Verse 3 bis 7 gelesen. They're not allowed to make an image of God and worship it. Ihnen ist es nicht erlaubt, ein Bild von Gott zu kreieren und dieses anzubeten. Brother Roland, what are they supposed to worship Was sollten sie denn anbeten in those verses? in diesen Versen? Exodus 20. Yeah. In 2. Buch Mose 20. The easy answer is God.
So Die einfache, that's not the answer we want. die einfache Antwort wäre Gott, aber das ist nicht die Antwort, die wir möchten. I do not know. Okay? So let's walk through this together then. Lasst uns da mal gemeinsam durchgehen. What does God look like Wie schaut Gott aus? for you? What does God look like? If I was to draw a picture of him. Mal ein Bild, wie würde er für dich aussehen? Like a mankind. Like a what? Like a mankind. Okay, so I'm going to say like a cloud. Ich würde sagen, wie eine Wolke. So that's what God looks like. So schaut Gott aus. So then I'm going to say, Dann sage ich, make an image of him. mach jetzt ein Bild von ihm. We would call it an idol. Wir würden es einen Götzen nennen. What would that idol look like? Wie würde jetzt dieser Götze aussehen? Yeah, not the same, but close by. So some people would have, do you call them totem poles? Ja, so Totempfahle, A big pole so ein Pfahl or a rock. oder ein Stein You'd paint it or something. und dann malt man diesen an. So this is an idol. But you Das- said, what does he really look like? Mankind. Aber was hast du gesagt? Wie sieht er wirklich aus? Wie ein Mensch. So he looks like a human being. Er schaut aus wie ein Mensch. And if you're going to follow parables properly, Wenn du der Gleichnis richtig folgen würdest, aren't you supposed to make an image of him and worship that image? solltest du erst gar nicht ein Bild errichten und das dann nicht anbeten? Isn't that correct to do that? Maybe I So translated Brother it wrong. Roland said yes. Oh, maybe you didn't translate it well? Yeah. Oh, okay, translate it well then. 'Cause Say again. I don't have to say yes to something he doesn't believe. So, There were too many no's in the sentence. okay. The commandments say no images. Das Gebot sagt, keine Bilder. You've got to worship the invisible person. Du sollst den Unsichtbaren anbeten. Most people will turn the invisible into a rock or a tree, Die meisten würden nun dieses Unsichtbare in einen Stein verwandeln oder einen Baum. but you said the image of God would be a human being. Aber du hast gesagt, das Bild Gottes wäre ein Mensch. So that Wie would ein be Mensch. the idol that you should create. Das wäre also dieser Götze, den du kreieren solltest. Now, the commandment says no idols, Das Gebot sagt, keine Bildnisse, no keine Götzen. nothing visible that you can see. Nichts, was sichtbar ist, nichts, das du sehen kannst. Is that correct? Should you be following that principle? Solltest du diesem Prinzip folgen? It says don't do it in the commandments, but should you be listening to that? In den Geboten heißt es, tu es nicht. Solltest du dem folgen? Yes. Ja. No, you shouldn't. Nein, solltest du nicht. We want to worship God. Wir möchten Gott anbeten. To worship something, you need to know what that thing is. Um jemanden oder etwas anzubeten, musst du ja wissen, was die Sache ist. Do you agree? Stimmst du damit überein? Because you might be worshipping something that was evil. Du könntest ja sonst etwas anbeten, was böse ist. Remember, Erinner dich? Satan lives where? Wo lebt Satan? You just know on earth. Jetzt auf der On Erde. the earth. Auf der Erde. So, in early writings, page 55, where does he live? In frühe Schriften auf Seite 55, wo lebt er dort? Have a look, Sister Rayleigh. Schau mal nach. Jede Antwort ist falsch. Writings 55. 55. Sarah, die Jutta hat geschrieben, man hört dich nicht so gut. I have no idea. You tell me the answer. I don't want the reference. Okay. Irgendwo auf Seite 55 Unless you im already know the Englischen. answer. Im Deutschen ist es auf Seite 45. How do you know it's point one? I don't know. Okay. You just said that. No, I asked if it's point Oh, you one. asked. I have no idea.
Sister Esther, where does he live? You said? Was hast du gesagt? Wo lebt Satan? What I have in my mind is, I don't know, is this Just tell us what you said. Was hast du gesagt? Just tell us what you said. he put him on the throne of So he God. sits on the throne. Er sitzt auf dem Thron. 56.1. I think Satan appeared to be by the throne trying to carry on the work of God. Good. Es ist 56, sorry. eigentlich auf Seite 56 im Englischen, wo es heißt, Satan ist auf dem Thron. So he lives in heaven. Er lebt also im Himmel. In which place? In welchem, It's in the sanctuary. in welchem Teil des Heiligtums? Sister Tamina? So he lives in the holy place. Er lebt im Heiligen. Yes. Es heißt hier, er erschien, Sure. als ob er. So he's up there in the holy place, Er ist also im Heiligen and we're directed our prayers to him. und wir richten unsere Gebete zu ihm. Coming back to our story, Wenn wir jetzt zurück zu unserer Geschichte kommen, the Bible says, da sagt die Bibel, don't make any images. mach kein Bildnis. And what's wrong with that? Was ist denn falsch daran? Because you need to know who God is. Du musst wissen, wer Gott ist. You agree with that? Könnt ihr Brother damit Robin. übereinstimmen? How do you know who God is? Woher weißt du, wer Gott ist? You told us right at the beginning. Du hast das ganz am Anfang gesagt. Forget this passage, forget all the Bible verses. How do you know who God is? Vergiss diesen Abschnitt, vergiss all die Bibelverse. Woher weißt du, wer Gott ist? Can you remember what you said? Kannst du dich erinnern, was du anfangs gesagt hast? Es sind so viele Gedanken jetzt. Ich habe jetzt einfach einen Gedanken, durch Beziehung weiß ich, wer Gott ist. Too many You thoughts said in my 4, mind. 6. And then he said, because of relationship, you know. You said 4, 6 Du hast before. gesagt 4, 6. Why are we doing 4, 6? Warum betrachten wir diese 4, 6? Remind him what he said about 4, 6, Sister Sarah. No? Das ist Sister eine Tamina? Antwort- Remind him what he said about 4, Was hat 6. er über 4, 6 gesagt gehabt? If you don't keep the 6, you won't keep the 4. It wasn't that. Ich habe nicht 4, 6 gesagt, ich habe 6, 4 gesagt. He didn't say 4, 6, but 6, 4. Of course, 6, 4 then. We'll go with Dann 6, halt 4. 6, 4. Tell us what you said about 6, 4. Was hast du über 6, 4 gesagt? I think I know. Okay. Was it about the spiritual and the... Yeah. Über das Geistliche, das man nur verstehen kann, wenn man das Natürliche versteht? If you want to understand the spiritual, Wenn du das Geistliche verstehen möchtest, you can only learn it through the natural. dann kannst du es nur und nur durch das Natürliche verstehen. No other way. Es gibt keinen anderen Weg. That's what you said. Das ist das, was du gesagt hast. Then you said Dann hast du gesagt, the spiritual is das Geistliche ist just a number. die Nummer Oh, 4. 4. 4. The natural is 6. Und das Natürliche ist das 6. So the 6 leads you to the 4. Also 6 führt dich zu 4. I asked you to give me a proof text, Und ich habe gefragt, dass du mir bitte einen Belegtext dafür gibst. not 1 Corinthians 15. Und nicht aus der Korinther 15. The natural Das, 6 points to the spiritual 4. das Natürliche, die Nummer 6, führt dich zum Geistlichen Nummer 4. You took us to 1 John chapter 4 verse 20. Und du hast uns dann zu 1. Johannes 4, Vers 20 und 21 gebracht. And John says, Johannes sagt, you people are liars ihr seid Lügner, because you say denn ihr sagt, you love what? ihr liebt was? Not whom. Nicht What? wen, sondern was? You love Ihr liebt das, the spiritual. ihr liebt das Geistliche. You love the spiritual, but you hate Ihr liebt das Geistliche, aber ihr hasst. the natural, the Ihr physical, hasst das the literal. Natürliche, das Buchstäbliche, das Körperliche. He says that's a lie. Und dann heißt es, das ist eine Lüge. And I asked, why does he use such strong language? Why can't he say you're making a mistake? Dann habe ich gefragt, warum benutzt er so eine starke Sprache? Warum kann er nicht einfach nur sagen, ja, ihr macht einen Fehler? You poor people, let me explain this properly to you. Ihr armen Leute, lasst es mich euch richtig erklären. Why does he just say
You're liars. Warum sagt ihr, ihr seid Lügner? Because Weil John has got a whole body of evidence. Johannes hat eine ganze Beweisführung. We call it the Old Testament. Das nennen wir, seine ganzen Beweise sind das Alte Testament. He has all this evidence that Israel have got a big problem. Er hat all die Beweise dafür, dass Israel ein großes Problem hat. What's the problem, Sister Aileen? Was ist das Problem? They love making idols. Sie lieben es, Götzen zu formen. Sister Sarah, why do they love making idols? Warum lieben sie es, Götzen zu formen? Because the natural helps them to understand the spiritual. Weil das Natürliche ihnen hilft, das Geistliche zu verstehen. Sister Esther, is it good to make idols? Ist es gut, Götzen herzustellen? Yes or no? Yes, ja oder nein? No. Nein. Ja, ja. Nein. Go on, give the right answer. The word is so bad. Yes. Yes, Brother Roland. I'm confused. Ich bin verwirrt. We'll take that as a neutral yes. Wir nehmen das als ein Nein. Of course, it's good to make idols. Natürlich ist es gut, Götzen zu machen. It's the right thing to do. Das ist das Richtige, was man tun muss. You have to make idols. That's why they keep on doing it. Man muss Götzen formen, deshalb machen sie es ja. That's why he can say in the New Testament, you're liars. Deswegen kann er im Neuen Testament auch sagen, ihr seid Lügner. Because you've been following this practice Denn ihr macht ja diese Praktik for thousands of years. schon seit Tausenden von Jahren. And now Und jetzt to say, sagt ihr, we love the spiritual wir lieben das Geistliche, is complete lies. ist eine vollkommene Lüge. So, the Exodus 20, 10 Commandments, 3 to 7. 2. Mose 20, 3 bis 7, die 10 Gebote. Basically, those verses say, don't make idols. Diese Verse sagen grundlegend, macht ihr keine Götzen. That is wrong advice, Das ist ein falscher Ratschlag, bad advice. ein schlechter Ratschlag. It's fundamentally wrong not to make idols. Es ist fundamental falsch, keine Götzen zu erstellen. So that was a double negative, yeah? Oh no. It's completely correct to make idols. Es Yeah. ist vollkommen richtig, Götzen herzustellen. It's wrong not to make them. Es Yeah. ist falsch, sie nicht zu Are machen. we okay with that? No. Können wir dem gegenüber einstimmen? No, what I mean, I'm not saying you're happy. I'm saying you follow the logic. Ich meine jetzt nicht, seid ihr damit glücklich, sondern könnt ihr der Logik folgen. If you want to understand God, Wenn du Gott verstehen what is möchtest, He? was ist er denn? Spirit. Geistlich, You Geist. can't understand Him unless you have Du kannst ihn nicht verstehen, es sei denn, du hast natural. das You Natürliche. have to have the natural to explain Him. Man muss das Natürliche haben, um ihn zu erklären. Let me finish my point first. Lass mir erst meinen Punkt The fertig. verses say Dass die Verse sagen, you're not allowed to make an image es ist dir nicht erlaubt, ein Bild zu erstellen, of God. ein Bildnis von Gott zu machen. So, I know you have a point, Ich weiß, du hast einen Punkt. but let me finish my point, then you speak. Lass mich erst meinen Punkt beenden, dann darfst du reden. So, my question is Meine Frage, not whether you're allowed to have images or not. also meine Frage ist jetzt nicht, ob es erlaubt ist, ob man Bildnisse hat oder nicht. I'm saying you have to have images. Ich sage, du musst Bildnisse haben. You have to. Du musst. That's not my question. Das ist nicht meine Frage. I'm saying that's the fact. Da sage ich, das ist der Fakt. My question is, Meine Frage, according to the verses, gemäß den Versen, it says heißt es, that you dass du, are not allowed to do what? dir ist es nicht erlaubt, was zu tun. Make images. Bildnisse zu erstellen. You're not allowed to make images. Dir ist es nicht erlaubt, Bildnisse zu So erstellen. my question is, Meine Frage also, why are you not allowed to make images warum ist es dir nicht erlaubt, Bildnisse zu erstellen? of God Bildnisse von Gott, ein Bild and von worship Gott. them? Und diese anbeten. We'll leave the worship bit for a minute. Why are you not Dieses- allowed to make images? Dieses Anbeten lassen wir mal kurz beiseite. Warum keine Bildnisse erstellen? Warum ist es nicht erlaubt? Sister Sarah.
Why are you not allowed to make images? Because you're sinful and you make the wrong image. Because you're sinful and you make the wrong image. Weil du sündig bist und ein falsches Bildnis So we'll go with erstellst. this, that you would make the wrong image. Also falsches Bildnis. A thing. Ein Bildnis ist immer eine Sache. Yeah. Ein Thing. A thing. And According to Brother Roland, Gemäß Roland you have to have a thing. muss man aber eine Sache haben. You have to have a thing Man muss die Sache haben, to understand the real thing. um die echte Sache zu verstehen. I think it's a difference between a thing and a human being. We're talking about God. Ich denke, es ist ein Unterschied, ob du eine Sache hast oder ein menschliches Wesen, aber wir sprechen ja über Gott. My But question God is, is living and a thing live not. Gott lebt, aber eine Sache lebt nicht. you don't think the stars declare God? Glaubst du nicht, dass die Sterne Gott erklären? Yes, but I don't know. Can you Why is say a that but? star is living? Warum gibt es da No, ein it's not. Aber? It speaks to God. It speaks about God. Sie Okay. sprechen über Gott. Sie erklären A Gott. tree, Der Baum, a rock, ein Fels oder ein they all Stein. speak to God. Sie sprechen zu Gott. Okay, let me explain another way. Everything what God, example, nature has can be a image, but everything was a human being Creates. creates. Okay. Okay, It's alles, was Gott geschaffen hat, ist das eine, aber was Menschen erschaffen, ist eine andere Sache. What's my question? Why are we not allowed to create images? Why are we not allowed to make images? Brother Warum Roland? ist es uns nicht erlaubt, Bildnisse zu erstellen? Because we can't say because God says not to. Wir können jetzt nicht sagen, ja, weil Gott sagt, wir dürfen nicht. We can't. That can't be the answer. Das kann nicht die Antwort sein. We're going to know why. Wir möchten wissen, We'll warum go around nicht. first. I'm not sure. That's not a good answer. Das ist keine gute Antwort. Bin mir nicht sicher. You think it's a bad idea or a good idea? Ist das eine gute Idee? Ist das eine schlechte Idee? I think logical is a good idea, but I think the idols, I don't know if we can say it like that, but are us, because through our neighbors we can see God. Ich kann die nicht. Sorry? Through our neighbors we can see God. Okay. I didn't understand it. I couldn't translate. Go ahead. Through our neighbors we can see God. Durch unsere Ja, aber der Anfang. Ich denke, die Götzenbilder sind sozusagen wir. Also, Okay. Ja, die Götzenbilder sind wir, weil durch uns oder durch unsere Nachbarn können wir Gott erkennen. We are losing our simple and true faith if Wir- we worship things. Wenn wir verlieren unseren einfachen Glauben, wenn wir Dinge anbeten. If that was the case, Wenn das der Fall wäre, everything that we're teaching is rubbish. dann ist alles, was wir lehren, vollkommener Irrsinn. Because we've learned Denn wir haben gelernt, if you don't love a human, you can't love God. wenn du keinen Menschen liebst, dann kannst du auch Gott nicht lieben. That the 6 commandments Die 6 Gebote are required. sind verlangt. Aber wir beten ja Menschen nicht an. We don't? Beten wir sie nicht an? We don't know what God is like, therefore we would represent him wrongly. Wir wissen nicht, wie Gott ist, deswegen würden wir ihn falsch darstellen. Is God like a tree? Ist Gott wie ein Baum? Yes or no? Ja oder nein? Well, he takes nature. Just yes or no will do. Ja oder nein? Yes. Ja. Is God like a rock? Ist Gott wie ein Fels oder ein Stein? So I don't understand what Ja. you mean. Dann weiß ich nicht, was du meinst. If you worship a rock, Wenn du einen Stein anbetest, that is an accurate representation of God. welches eine akkurate Repräsentation von Gott ist, But As is a tree, as is a Genau flower, so. as is a dog, as is a cat. genauso wie ein Baum, ein Hund, eine Katze, ein Vogel. but only God can say, I'm like this and this. Aber nur Gott kann sagen, ich bin because- wie dies. He did. Das hat er gemacht. He says, I'm like a tree. Er sagt, ich bin wie ein Baum. Otherwise, you couldn't create a tree. Sonst könnte er ja gar keinen Baum erschaffen.
But we can't go and paint a totem pole and say, oh, this is like God. Aber wir können nicht einen Totempfahl bemalen und sagen, oh, das ist wie Gott. So you prefer to go all natural. You prefer the natural look. Du bevorzugst also das Natürliche, so wie das Natürliche aussieht. That's what you just said. Das ist das, was du gesagt hast. Keep the tree natural and it's all fine. Belasse den Baum natürlich, dann ist es okay. The corruption happens Die Korruptheit when you paint the rock. passiert dann, wenn du den Stein bemalst. But if it's just the rock, it's all good. Aber wenn es nur ein Stein ist, dann ist es okay. I'm saying we just have to take what God tells us. This is how I am. Wir nehmen nur das, was Gott sagt. Also Gott sagt, so bin ich. Why did he give us trees? Warum hat Gott uns Bäume gegeben? If not to tell you what he's like? Wenn es nicht dafür ist, dass er uns erzählt, wie er ist. Because if he didn't tell you what he's like, Denn wenn er nicht erzählen würde, wie er ist, agriculture wouldn't be the ABC of education. dann wäre die Landwirtschaft nicht das ABC der Erziehung. Yes, yet he doesn't say, he says, learn through these things about me. Therefore, Er sagt, we have to lerne worship him. dadurch, therefore they would be images of him. lerne dadurch und deshalb sind das Bildnisse von ihm. I said, let's not worry about the worship bit. Lasst uns jetzt nicht, ich habe gesagt, lasst uns jetzt mal nicht die Anbetung betrachten. Because I'm just going to say, change the word worship to what? Denn Sister ich würde Sarah? ja nur sagen, dass verändere das Wort anbeten in ein anderes Wort und zwar Change the word worship to 1 John 1. Johannes 4:20. love, To love, not to see. lieben. Are you supposed to love God? Solltest du Gott lieben? Yeah. You're supposed to Ja. love Dann sollst du auch trees. die Bäume lieben. If you love a tree, Wenn du einen Baum liebst, you love God. dann liebst du Gott. You disagree with that? Tust du No, dem nicht I agree. einstimmen? You disagree with that? Du stimmst dem nicht überein? But not worship. Aber nicht anbeten. Yes. So, Lieben ja, aber nicht anbeten. it won't take us long to say that worship equals love. It's Es easy würde to do uns that. jetzt nicht lange bedarfen und es ist sehr einfach aufzuzeigen, dass Lieben und Anbeten das gleiche ist. So if you're comfortable with love, we'll just go with love. Und wenn es euch lieber ist, dass wir Liebe benutzen, dann nehmen wir jetzt Lieben. Okay. When people create image of God, they do it of her own, and mostly they love her own work. Wenn few- Menschen ein Bild von Gott machen, dann machen sie das aus sich selbst heraus und meistens lieben sie das, was sie selbst kreiert haben. zum Beispiel the children. So For example, zum Beispiel Kinder. there's lightning that happens, Da ist ein Blitz and that lightning, we would worship it. und diesen Blitz würden wir anbeten. We didn't create that, Wir haben das nicht erschaffen, but we would worship the lightning aber wir würden den Blitz anbeten, because we see it as a symbol of God. weil wir es als Symbol für Gott erkennen. And I'm asking, why is that wrong? Und ich frage, warum ist das falsch? Why does he say you're not allowed to Warum sagt er, es ist dir nicht erlaubt, when Brother Roland said wenn Roland doch gesagt hat, that's exactly what we're supposed to do? das ist genau das, was wir tun sollen. The natural will take you to the spiritual. Das Natürliche bringt dich zum Geistlichen. Versuchen wir das in eine Regel zu bringen. Let's try to put it in a rule. Etwas Geschaffenes Something created kann etwas Geschaffenes nicht anbeten, cannot worship something created um den Schöpfer zu erkennen. in order to understand the creator Beziehungsweise um eine Charakterveränderung zu or erlangen. to reach change in character. Wait there. Warte mal kurz. Say that all over again. Sag das nochmal. I think you tricked me somewhere. Ich glaube, du hast ein bisschen reingelegt. Start again. Nicht bewusst. It was not on purpose. No, it was my brain because I was thinking something else. It wasn't you. Etwas Geschaffenes, der Mensch, Something created, like man, Okay, so created a being, human being created, kann nicht etwas Geschaffenes, die Natur, cannot something created, which is nature, anbeten. worship the created thing. he cannot worship the rock
Ja, etwas Geschaffenes kann etwas Geschaffenes nicht anbeten, Something created cannot worship something created. um den Schöpfer die Ehre zu geben. To give glory to the creator. Okay? You took us, I didn't take us there, to 1 John 4:20. Du hast uns zu 1. Johannes 4, Vers 20 gebracht, nicht ich. So let's get rid of the word worship Lass uns jetzt mal wirklich von dem Wort anbeten abkommen and change it to es verändern. change it to love. Verändere es nun in das Wort Liebe. And now say what you want to say Und jetzt sag nochmal, was du sagen and möchtest. see if it works. Und schau mal, ob das funktioniert. Same thing. Genau das Gleiche. Beim letzten Thema war das viel einfacher. Da ging es einfach nur um Beziehung. Warum ist das jetzt so kompliziert? With the last topic, it was so easy. It was about relationship. And why is it now so complicated? Because Weil the reason it's complicated der Grund, warum es jetzt so kompliziert is ist, because we're now all being challenged about our conflicting understanding of the Ten Commandments. wir werden jetzt gefordert mit unseren mit unserem Verständnis, mit unserem widersprüchlichen Verständnis der 10 Gebote. Because God says it's bad to make idols, Gott sagt, es ist schlecht, Bildnisse zu erstellen. and Sister Sarah and Sister Tamina said it's good to make idols. And I think you did as well. But they definitely did. Sie haben They gesagt, said it's good to. es ist gut, wenn man Bildnisse erstellt. Und ich glaube sogar du hast That's why gesagt. it's complicated. Deshalb ist es jetzt so kompliziert. Ich warte immer noch auf das But. I still wait for the but. Sure. So, but let's go with Aber that. I tell you what I think. jetzt sage ich, was ich denke. I think the reason why God says Ich glaube, der Grund, warum Gott not allowed to make an idol or an image, warum Gott sagt, dir ist es nicht erlaubt, ein Bildnis zu kreieren. it's not because it's wrong to do that. Nicht, weil es falsch ist, das zu tun, It's because He's going to say, sondern er sagt, I need to make the image. ich muss das Bildnis erschaffen. I'll make the idol, Ich muss das Bildnis formen. Ich mache den not Götzen, you. nicht du. The problem is not making idols. Das Problem liegt nicht darin, Götzen zu erstellen. The problem is who's allowed to make them. Das Problem ist, wem ist es erlaubt, diese zu erstellen? And God is allowed to, but you're not. Gott ist es erlaubt, dir ist es nicht erlaubt. So if God is allowed to make an idol or an image, Wenn es Gott erlaubt ist, ein Bildnis oder ein Götze zu erstellen, and He says, und er sagt, we're going to move away from worship to we're going to use the word love. und wir nehmen jetzt nicht das Wort anbeten, sondern das Wort lieben. Not only are you not only are you allowed to, but you're required to. Er sagt, es ist dir nicht nur erlaubt, sondern es ist sogar von dir verlangt. What? Was? Love the idol. Das, Gut. das Götzenbild zu lieben, das er geschaffen hat. Not only you're allowed to, you're required to love the idol that He made. Es ist dir nicht nur erlaubt, sondern es wird von dir verlangt, dass du den Götzen anbetest, liebst, worshipped, loved, Love. dass du das Götzenbild liebst, das er geschaffen hat. This is why John says you're liars. Deshalb sagt Johannes, ihr seid Lügner. So the question is, Die Frage also, what is the idol was ist das Götzenbild, that God made das Gott erschaffen hat, that He says von dem er sagt, you have to love das musst du lieben, in order um to prove that you love me? zu beweisen, dass du mich liebst. No. Jesus? Nein? Mankind. Menschen. Humans. Menschen. Yes. Eva. Eve. Eve would be the choice. Eva wäre die Wahl. If you went back to the beginning. Wenn du ganz zum Anfang If you went zurückgehst. to ancient Israel, it would be Jesus. Und wenn du zum alten Israel gehen würdest, dann wäre es Jesus. But if you take a general principle, Aber wenn man ein allgemeines Prinzip anwendet, then if you want to love God, wenn du Gott lieben möchtest, then you have to love this person, dann musst du diese Person lieben. this thing. Diese Sache. Because this thing Denn diese Sache, dieses is the Ding, natural representation of this spiritual thing. ist die natürliche Repräsentation von dem Geistlichen. Okay, wo haben wir jetzt den menschlichen, das Aber?
where do we have in the human or in the humankind the but? How deep goes that? Wie tief geht es? Okay, so let's explore how deep that is. Lasst uns nun herausfinden, wie tief das Ganze geht. Let's be real. Lasst uns realistisch sein. I don't want to pick on anybody, Ich möchte jetzt keinen vor den Kopf stoßen, but I will. aber ich werde es machen. Don't take it personally. That's what I meant. Don't take it personally. Aber nehmt es nicht persönlich. So I want to apologize up front. Ich entschuldige mich schon im Voraus. Don't listen to this if you're on video. Brother Roland. Sorry, I can't help it. Sorry. I try and gravitate to someone else. Ich versuche dann noch zu jemand anderes zu gehen. I can't do it. Would you worship a human being? Würdest du einen Menschen anbeten? Let me ask you another question. Lasst mich eine andere Frage stellen. If you're in love with somebody, Wenn du in jemanden verliebt bist, your counterpart, dein Gegenteil, a woman, eine Frau, would you not worship her? würdest du sie nicht anbeten? Every step that she takes, Jeden Schritt, den sie geht, every curve of her body, jede Kurve ihres Körpers, her thoughts, ihre her Gedanken, words. ihre Worte, You dream about her. du träumst von ihr, We call that love. das nennen wir Liebe. How is that not worshiping her? Wie kann das dann nicht sie anbeten sein? Gut, selbst wenn es so wäre. If it were like that? Also selbst wenn es so wäre. Ja, Kann es 1:1 sein zu der Liebe, der mich geschaffen hat? kann es nicht sein? Nein, kann es 1:1 sein. If it were like that, can it be the same as the love to the one who created me? Does Jesus worship you, Sister Aileen? Tut Jesus dich anbeten, Aline? Does he dream about you all day long? Träumt er von dir den ganzen Tag? No. Nein. He doesn't? Macht er es nicht? Well, I know he doesn't sleep. Ich weiß, er schläft nicht. If he forgot about you for one moment, you'd say, that's okay, he's busy. Wenn er dich einen Moment vergessen würde, würdest du dann sagen, okay, er ist halt beschäftigt? Does he just like, you know, when you scratch on a tree, does he do this? And he says, I love Aileen. Tut er ein Herz in einen Baum einschnitzen und sagen, ich liebe And Aline write love notes. und Liebesbriefe schreiben? Doesn't he do that? Macht er das nicht? Yes. If he doesn't, what is the Song of Solomon all about? Wenn er es nicht macht, worum geht es denn dann im Hohen Lied? He just dreams about this woman, and this woman is you. Er träumt von dieser Frau und diese Frau seid ihr. He's just totally committed to you. Er ist vollkommen dir übergeben. He would die for you. Er würde für dich, er würde für dich sterben. He would do anything for you. Er würde alles für dich tun. Perhaps our definition of worship is different. Yes. Vielleicht ist unsere Definition von Anbetung Vielleicht anders. müssen wir das erstmal klären, was das eigentlich wirklich erstmal bedeutet. Maybe we have to talk about what that means. Sure. So, if you have a dictator, Wenn du einen Diktator vor dir hast, would you bow down to him or würdest her? du vor ihm oder ihr niederknien? Nicht freiwillig. Not willingly. But you would. Aber du würdest. Ich muss. I have to. Sure. And if you had a king that you were committed to, Wenn du einen König vor dir hättest, dem du anvertraut bist oder übergeben bist, you do the same thing. dann würdest du das Gleiche machen. If you had a boss at work, Wenn du einen Chef bei der Arbeit hast, she's a woman, welches eine Frau ist, she tells you to do something, und sie sagt dir etwas zu tun, would you listen to her? würdest du dann darauf hören? Yes. Of course, Ja, natürlich. because you want money. Denn du möchtest ja Geld If your verdienen. wife asks you to do something, Wenn ich dich bitte, etwas... If your... wife, wenn deine Frau dich bittet, etwas zu tun, would you do it? würdest du es tun? Yes. Yes. Ja, You're doing the same things. du machst das Gleiche. What's the difference? Was ist denn der Unterschied? The motivation behind it. Es ist die Motivation, die dahinter steht. So I don't know what people's idea of worship is. We could do a dictionary definition if you wanted. Ich weiß jetzt nicht, was die jeweiligen Vorstellungen von Anbetung
eines jeden von uns ist. Wir könnten in das Wörterbuch gehen. But I think the difference between worshiping something, Aber ich denke, dass der Unterschied darin liegt, dass wenn man etwas anbetet, which is all seen by our behavior, dass das durch unser Verhalten gezeigt wird. and slavery, Und Sklaverei, which is all seen by your behavior, dass man auch durch dein Verhalten erkennt. and the behavior is the same. Das Verhalten ist also das gleiche. One is driven by fear and one is driven by love. Aber das eine Verhalten wird durch Angst gefordert und das andere Verhalten ist durch Liebe, kommt durch Liebe hervor. Or one is driven by duty Oder das eine Verhalten ist aufgrund der Pflicht and one is driven by love. und das andere Verhalten ist aufgrund der Liebe. So I think worship So denke ich, dass Anbetung is actions that you do that are driven by the motivation of love. sind Taten, die du tust, die durch Liebe entspringen. Not duty, Es ist keine Pflicht, not obligation, keine Pflicht. not fear. Es ist auch keine Angst. I didn't fully understand why God now can do the idol but not humans. Why is saying Ich hab- not you? Ich habe nicht ganz verstanden, warum Gott jetzt das Götzenbild erstellen kann und nicht der Mensch. Warum sagt er nicht, du darfst es nicht? Because you would choose the wrong one. Weil du das Falsche wählen würdest. You would tell everybody, Du würdest jedem erzählen, because you're a project manager, du bist ein Projektmanager. to worship the project. Du würdest sagen, betet das Projekt an. And he wants you to worship the human. Aber er sagt dir, du sollst den Menschen anbeten. That's why. Das ist der Grund. Because you'll always choose the wrong thing to idolize, to worship. Du würdest immer das Falsche wählen, das angebetet wird, das als Götze dient. Plus, Und noch he demzu, wants you to choose the best thing to worship, er möchte, dass du das Beste wählst, das du anbetest. which is what you're arguing before, the most accurate copy of him. Das ist das, was du zuvor ja gesagt hast, die akkurateste Kopie dessen. The problem is, Das Problem jedoch, trees don't fight back. Bäume kämpfen nicht zurück. Trees are not sinful. Bäume sind nicht sündig. They don't talk back to you. Sie sprechen nicht mit dir. So these are easy to worship. Die sind also sehr einfach anzubeten. A human being is not easy to worship. Ein Mensch ist nicht einfach anzubeten. So this cannot teach you. Das kann dich also nicht lehren. This cannot teach you Das kann dich nicht lehren. as much about God as this can. Kann dich nicht so gut über Gott lehren als der Mensch. Which is why so many people love nature over humans. Deshalb lieben so viele Menschen eher die Natur, als dass sie Menschen lieben. That's why people prefer animals over humans. Deshalb lieben Menschen mehr Tiere als einen anderen. Because they're an Menschen. accurate representation of God, Sie sind akkurate Repräsentationen Gottes, but they're not a complete representation of Him. aber sie sind keine vollkommene Repräsentation von And the ihm. ones that are a better representation of God, Und diejenigen, die eine bessere Repräsentation Gottes sind, the problem with them das Problem mit ihnen is they bite back. ist, dass sie zurückbeißen. And it's hard to love them. Und es ist sehr hart, sie zu lieben. So we choose the easy version. Und deshalb wählen wir immer den einfacheren Weg. Yeah? So He wants us to choose the best, but the problem is the best is damaged now. Die Sache ist, er möchte, dass wir das Beste wählen, aber das Problem daran liegt, dass das Beste verwundet ist. So let me just recap. Lass mich nochmal wiederholen. It's all about parables. Es geht alles um Gleichnisse. The whole objective is to learn who God is. Das ganze Ansinnen ist, über Gott zu lernen. You can only learn about God through idolatry. Du kannst nur über Gott lernen durch die Götzenanbetung. There's no other way to do it. Es gibt keinen anderen Weg. Christians like ourselves would find a statement like that anathema, evil, blasphemous. Und Christen wie wir würden so eine Aussage wie Blasphemie, wie sehr teuflisch ansehen. Because they'd go to the Ten Commandments, Denn sie gehen dann zu den 10 Geboten,
particularly the first three, and they'd prove it's wrong. Und speziell zu den ersten 3 Geboten und beweisen, dass diese Aussage falsch ist. If it was so wrong, Wenn es so falsch why wäre, would John say, warum sagt dann Johannes, if you don't worship a human being, wenn du keinen Menschen anbetest, don't pretend that you worship God? dann gib nicht vor, dass du Gott anbetest. Because that's why human beings were put here. Denn das ist der Grund, warum Menschen überhaupt hier sind. I think we have this strange idea Ich glaube, of dass what worship means. wir haben so dieses falsches Verständnis oder dieses seltsame Verständnis darüber, was Anbetung bedeutet. It's like this idea of dictatorship, Es of ist, force. es ist so wie das Verständnis über einen Diktator und den Zwang. So I'm saying let's use a softer word that John uses, which is love. Deshalb habe ich gesagt, lasst uns einen etwas weicheren Ausdruck nehmen wie Johannes, und zwar Liebe, Not fear. nicht Furcht. So when you use the word love, Wenn er jetzt das Wort Liebe benutzt, then in Exodus 20, dann in 2. Buch Mose 20, it says you're not allowed to make these kind of idols dann heißt es dort, dir ist es nicht erlaubt, diese Art von Götzen zu erstellen, to represent me. um mich darzustellen. And most Christians would say, period, full stop. Und die meisten Christen würden jetzt sagen, Punkt. I'm saying Ich sage, it's not the end of the sentence. das ist nicht das Ende des Satzes. You're not allowed to make idols like this Dir ist es nicht erlaubt, Bildnisse oder Götzen wie diese zu tun, because weil I've already made the idol, this one, ich habe den Götzen schon längst kreiert, nämlich diesen, that you're supposed to love. und von dir wird verlangt, dass Which du would- diesen liebst. because this is a representation of me. Denn das ist die Repräsentation von mir. So if that's the case, Wenn das jetzt der Fall ist, and it is, und dem ist so, the first, we'll say just the first four, just say you're using the number 4. und wir sagen jetzt mal die ersten 4 Gebote. Number 4 Die Nummer 4 is God telling you that He makes the image that you're supposed to worship. heißt es, dass Gott sagt, ich mache das Bildnis, das du anbeten sollst. So verse 4 Die ersten 4 says what? sagt also was? Worship Bete, the image bete das Bild an. that, Das, who made? That I made, das ich geschaffen habe not the one that you make. und nicht das, das du geschaffen hast. The last 6 tell you what? Und die letzten 6 Gebote sagen dann was? First 4 tell you to worship it. Die ersten 4 sagen dir, dass du es anbeten sollst. The last 6 tell you Und die letzten 6 sagen dir, how. wie. They tell you what worship looks like. Sie erklären, wie diese Anbetung aussieht. So now the whole 10 commandments Und so sind jetzt die ganzen 10 Gebote, is about worshiping, geht anzubeten, loving. lieben. It's all about loving God, Es geht alles darum, Gott zu lieben, but it's all through proxy. aber das Ganze geschieht durch Stellvertretung. So it's all about loving humans. Es geht also darum, den Menschen zu lieben. And I mentioned the first 3. What's the 4th commandment? Ich habe die ersten 3 Gebote genannt. Was ist denn das 4. Gebot? Sabbath. Sabbat. And what's Sabbath for? Und wofür ist der Sabbat? Sabbath was made for Der Sabbat wurde für man. To do what? den Menschen gemacht, um was zu tun? To worship men. Um Humans. Menschen anzubeten. You're supposed to be doing good. Du solltest Gutes tun. Okay? Können wir dem folgen? So now we can take the whole 10 as a single unit. Also können wir jetzt die ganzen 10 als eine einzige Einheit nehmen. We can explain what John means. Wir können erklären, was Johannes hier meinte. And we can tie that directly back to the 10 commandments. Und das Ganze können wir dann zurück auf die 10 Gebote zusammenlegen. And we can see that this fear of images or idolatry is unfounded. Und wir können erkennen, dass diese Angst vor Bildnissen und Götzen nicht begründet ist. What we shouldn't be doing Was wir jetzt nicht tun sollten, is worshipping our own creation. ist unsere eigene Erschaffung anzubeten. And how many people do that? Wie Christians. Wie viele Christen tun das It's denn? not a stick or a stone. Es ist nicht ein Stab oder ein Stein. What is it? Was ist es? It's your house, Dein Haus, your car. dein Auto. It's
It's all your Kinder. possessions. Alles, was du besitzt. Why did you say children for? Warum sagst du Kinder? Because we worship the children, Wir beten die Kinder ab. and who are we supposed to worship? Und wen sollten wir anbeten? Not the children, The parents. The parents. the parents. Wir sollten die Eltern anbeten. The husband worships the children. He's supposed to worship his wife. Der Ehemann betet seine Kinder ab, aber er sollte eigentlich seine Frau anbeten. The wife focuses upon bringing the children up, and she's supposed to be focusing on her husband. Die Frau ist so fokussiert darauf, die Kinder zu erziehen, aber eigentlich sollte sie ihren Ehemann lieben. So we're so focused on these projects, our homes, our possessions. Wir sind so auf unsere Projekte fokussiert, auf unseren Besitztum, auf unsere Heime. Why on earth do we buy cars for anyway? Why were they invented? Warum kaufen wir Autos? Warum wurden sie überhaupt erfunden? Weren't they supposed to take you from A to B? Warum? Also, sie sollten dich von A nach B bringen? That's the only purpose of them. It was 4 wheels are better than your 2 legs. 4 Räder sind besser als deine 2 Beine. And now what do we care about? Und worum kümmern wir uns jetzt? The logo on the car, Wir kümmern uns um das Logo, das auf dem Auto ist, the color. die Farbe. We worship the car, Wir beten das Auto an. and we've forgotten its purpose. Und wir haben den Zweck What's the purpose of the davon car? vollkommen vergessen. Was war der Zweck eines Autos nochmal? So that you can take your idol Dass du dein Götzen nehmen kannst, and you can transport them from A to B safely. um diesen von A nach B sicher zu transportieren. But now we say, Aber jetzt sagen wir, if your idol says, can I borrow the keys? aber wenn jetzt dein Götze fragt, kann ich mal die Schlüssel ausleihen? You say, don't touch my idol. Dann sagst du, Yeah? berühre meinen Götzen nicht. We love the wrong things. Wir lieben die falschen Dinge. We love the house. Wir lieben das Haus, We don't love the people who are in the house. aber wir lieben nicht die Menschen, die in dem Haus leben. And the only reason that house exists is for the people inside. Und der einzige Grund, warum das Haus überhaupt existiert, ist aufgrund der Menschen, die im Haus leben. This is why God said, don't make your own idols. Aus diesem Grund hat Gott gesagt, mache dir nicht deine eigenen Götzen, Because it's corrosive. weil das ist frostig, bröcklig. It's corrosive to your ability to worship properly. Es zerstört deine Fähigkeit, richtig anzubeten. It's in principle, it's not a problem. Im Prinzip ist das kein Problem. There's no problem in worshiping trees. It's fine. Im Prinzip ist es kein Problem, Bäume anzubeten. If you love a tree, it will teach you about God. Wenn du einen Baum liebst, das wird dir auch über Gott lehren. But what's the problem? Aber was ist das Problem? As soon as you start loving this, Sobald du nun anfängst, das zu lieben, it will stop you from doing what? wird es dich davon abhalten, was zu tun. Loving this. Dass du das hier liebst. Because you picked the wrong image. Du hast nämlich das falsche Bildnis ausgewählt. And this is the one that ultimately leads to God. Und das ist das, was dich direkt zu Gott führt. This is what John is trying to teach in his discourse in the book 1 John. Das ist der Punkt, den Johannes versucht rüberzubringen und zu lehren im ersten Brief des Johannes. Any questions? Gibt es noch Fragen? Wie halten wir den Sabbat? Properly. Richtig. And properly means Und richtig bedeutet, you worship the humans. oder passend bedeutet, dass du Menschen anbetest. Because most of the time, Denn die meiste Zeit you're too busy gardening, bist du viel zu beschäftigt, dass du im Garten arbeitest, cleaning, doing other things. putzen und andere Dinge tust. This is the day you leave all of those things and you actually worship the person. Und das ist der Tag, wo du diese Dinge alle beiseite lässt und die Person anbetest. The day families are supposed to come together, Der Tag, enjoy each other's company. an dem die Familien zusammenkommen sollten und es genießen sollten, zusammen zu sein. And if we could do that, Und wenn wir das tun können, if we could, I know people don't like the word worship, if you could love one another, und wenn wir das tun könnten, ich weiß, dass die Leute jetzt Anbetung nicht so mögen, also wenn wir zusammenkommen können und uns einander lieben können, because that's what this day is for, it's meant to be family day, dafür ist der Tag, es ist der Tag der Familie, it would give us a taste of what heaven's like.
Das würde uns einen Vorgeschmack davon geben, wie der Himmel ist. So Roland. Verstehe, bringst du Anbetung und Liebe unter einen Hut. If I understand you correctly, you bring worship and love in Yes. as one. So, und normalerweise denke ich, also ich verstehe es erstmal so oder hatte es so verstanden. Usually, or I used to understand, Ich kann etwas Geschaffenes lieben, I can love something created, aber wenn ich etwas anbete, dann bedeutet das, da ziehe ich Kraft heraus. but if I worship it, it means that I take strength out of it. So, und es gibt nur eine Sache von einem Schöpfer, aus dem ich Kraft herausziehen And there kann. is only one thing from a creator that I can take strength out of it. Okay? So I agree with you in principle, Im Prinzip stimme ich mit dir überein, kind of. so ungefähr. I've seen too many people Ich habe zu viele Menschen schon gesehen, who are in love. die verliebt sind. They're in such deep love, Und sie sind in so einer tiefen Liebe, if they don't communicate wenn sie nicht miteinander sprechen or if they leave, oder wenn sie voneinander gehen, they can actually become physically ill. dass sie wirklich dann körperlich krank werden können. In English, it's called you pine away. You kind of just rot. Im Englischen heißt es so, dass du dann sozusagen verrottest. This human being gives you strength, gives you purpose, direction in life. Oder so dahin siehst. Dieser Mensch gibt dir den Zweck deines Lebens oder ja, die Kraft für dein Leben. Not everybody, Nicht jeder, but most true love stories always work that way. aber die meisten wahren Liebesgeschichten funktionieren so. The purpose of marriage, of friendship, Der Zweck der Ehe oder auch der Zweck einer Freundschaft is to teach us that we are required or that we can become one flesh with God. ist, dass es uns lehren sollte, dass wir ein Fleisch mit Gott werden können. Jesus Jesus became one flesh with us wurde zu einem Fleisch mit uns, so that we could become damit wir not one flesh. nicht ein Fleisch werden können, sondern What's this? So we can become God, One one with God. spirit. Or one dass with- wir ein Geist werden können. He became one flesh with us so that we could become one spirit with him. Er wurde zu einem Fleisch mit uns, damit wir zu einem Geist mit ihm werden können. Now, a human Ein Mensch is not God. ist nicht gleich Gott. Of course it's not. Natürlich nicht. But without these relationships, Aber ohne diese Beziehungen, morality, remember, erinnert euch, Moral, you can never access God. kannst du niemals an Gott herankommen. You can't bypass the system. Du kannst dieses System nicht umgehen. That's what John is saying. Das ist das, was Johannes hier sagt. Ja, Yes. Und And der Mensch selber hat ja auch nur ist limited. the human itself is limited. So, wie kann ich etwas Limitiertes anbeten? How can I worship something limited? So, ich kann so weiter einen Punkt, ich kann ihn so weit verstehen, I can understand the point though. aber das würde ja wirklich bedeuten, normalerweise hat man verstanden, That would really mean then, in einer Beziehung, in einer Ehe, and usually you understood that in a relationship, in a marriage, mein Partner hat etwas Falsches getan. my partner did something wrong. Wie soll ich sagen, ich kann ihm vergeben, I am able to forgive him weil ich weiß, dass er halt fehlerhaft ist. because I know he is full of mistakes. Aber die Kraft zum Vergeben und alles ziehe But ich von the- dem, der ohne Fehler ist. But the strength to forgive I receive from the one who is without wrongs. So von dem anderen Verständnis her müsste ich ja dann die Kraft von dem Geschaffenen ziehen, um ihn zu vergeben, weil ich ihn liebe. And from this comprehension, that would mean that I can get the strength out of the human, the limited, the strength to forgive. No. Nein, God is Gott What? ist. Gott ist was? God is love. Gott ist Liebe. You get the strength from love. Du bekommst die Kraft aus der Liebe. There are plenty of people in on this planet Es gibt viele Menschen auf diesem Planeten,
that can overlook wrong. die über das Schlechte oder über die Fehler hinwegsehen können. And they never even heard of the God you worship. Und sie haben noch niemals von diesem Gott gehört, den du anbetest. What gave them the power to do that was the power of love. Die Kraft, die ihnen es möglich macht zu vergeben, ist die Kraft der Liebe. What our problem is as Christians, Unser Problem als Christen we've got such a mechanical perspective of religion. ist, dass wir so eine mechanische Perspektive von Religion haben. Religion is relation. Und Religion ist Beziehung. It's so mechanical, Es ist so mechanisch, we've actually lost the ability to understand its purpose. oder so schematisch, dass wir die Fähigkeit verloren haben. We lost the ability to? To understand its purpose. Wir haben die Fähigkeit verloren, den eigentlichen Zweck zu erkennen. You know, if John says, Wenn Johannes hier sagt, you're liars, ihr seid Lügner, we kind of just say, yeah, it's John. dann sagen wir, ja, es sagt ja Johannes. But if I say, Aber wenn ich sage, put all your strength and energy into worshipping your friends and your family, lege all deine Kraft und deine Hingebung darin, deine Freunde, deine Familie und deine Feinde zu lieben, should we treat them in the same way we want them to treat us? Should we do that? sollten wir sie auf die Art und Weise behandeln, wie wir möchten, dass sie uns behandeln? Yes or no? No, Nein, we shouldn't. das sollten wir nicht. You just told me, Du hast mir doch gerade eben gesagt, and we read the verse, und wir haben den Vers gelesen, we're supposed to treat them better. wir sollten sie noch besser The behandeln. golden rule is not enough. Die goldene Regel ist nicht genug. Which verse did we read for that? Welchen Vers haben wir dafür You have to gelesen? go beyond that. Man muss noch darüber hinausgehen. We can go for that one. We didn't discuss that verse. Greater love hath no man than if he would die for his friend. Eine größere Liebe gibt es That's nicht, not the als one we dass used. jemand für einen anderen stirbt. Aber das ist nicht der Vers, den wir suchen. We didn't look at Matthew 5. Wir haben Matthäus 5 nicht betrachtet. We want to look at the verses that we've already used. Wir möchten die Verse betrachten, die wir schon benutzt haben. Okay, if we can't find it, Wenn wir es jetzt nicht finden können, dann someone will look. jemand schaut danach. But we have to go beyond that. Wir müssen noch darüber hinausgehen. And the problem is, Das Problem damit, like Seventh-day Adventism in the 1888 history, so wie der Siebentags-Adventismus in den 1888ern, when someone says, wenn jemand sagt, this is what the third angel's message looks like, so schaut die dritte Engelsbotschaft aus, the conference, the church says, that is blasphemy. und da sagt die Gemeinde, das ist Blasphemie. And you're minimizing or destroying the Sabbath. Und ihr zerstört den Sabbat oder tut ihn erniedrigen. So when I suggest, Wenn ich also nun vorschlage, the only thing we need to do, das Einzige, was wir tun müssen, if you want to know about God, wenn du Gott kennen möchtest, is to love human beings. ist Menschen zu lieben. We call it equality. Und das nennen wir auch Gleichberechtigung oder Gleichheit. You treat your wife properly, Du behandelst deine Frau richtig. not the way you want her to treat you. Nicht die Art und Weise, wie du möchtest, dass sie dich behandelt. The verse? Welcher Vers ist das? John 13, where it says, "A new commandment I give you, that you love one another as I loved you." There it is. Johannes 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, dass, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet. John 13, 34, I think 35? That's just 34. Johannes 13, 34. This goes beyond the golden rule. Das geht noch über die goldene Regel hinaus. And what we're too scared to do Was wir jetzt aber zu beängstigt sind zu tun, is to actually fully implement equality. dass wir vollkommen die Gleichheit ausleben. And what's stopping us doing that? Was hindert uns denn daran? Our love for Unsere Liebe zu? Unsere Liebe für? our love for God. Unsere Liebe zu Gott. Because we say Denn wir sagen,
If I worshipped humans so much, Wenn ich Menschen so arg anbete, where's God in all of this story? wo ist denn dann Gott in der ganzen Geschichte? We have to have, we've got 100% of our heart. Wir haben 100% unseres Herzens. Okay, we'll give our wife some of it. Wir geben da unserer Frau ein bisschen. Where's the rest have to go to? Und wofür ist dann der Rest? God. Es ist für Gott. John says, Johannes sagt, you're a liar if you do that. du bist ein Lügner, wenn du das tust. How can you have this portion of your heart that you're going to say, this is God's? Wie kannst du überhaupt so einen Teil deines Herzens haben, wo du sagst, der Teil gehört Gott? I will not give that portion to my wife. Und sagen, diesen Teil gebe ich nicht meiner Frau. That is lying. Das ist Lügen. The only way you can ever access God Der einzige Weg überhaupt, Zugang zu Gott zu haben, is if you worship your wife. ist, wenn du deine Frau anbetest. 100%. Und zwar 100%. And we're scared to do that Wir haben Angst, dies zu tun, because you haven't been taught that before. weil es euch noch niemals zuvor so gelehrt wurde. Daher, The fear comes from wenn ich etwas 100% von mir selbst gebe, when I give 100% of me. das bedeutet, dass ich diese Sache zu meiner Kraftquelle mache. That means that this becomes my source of strength. So, und das ist der Punkt, dass man im Kopf hat, ich muss ja immer noch irgendwo eine Kraftquelle haben. And that's the point in my head, that I always have to have this source of strength. What becomes a source of strength? Your wife. Was wird zu dieser Is that what Kraftquelle? you meant? Wenn ich sie als 100% meines von mir selbst gebe. If I give 100% of myself, yes. I'm going to say no. Aha, Ich sage nein. okay. The reason you think that Der Grund, warum du so denkst, is because, like most men, ist, weil die meisten Männer, so wie die meisten Männer, only because you're a man, I could say it the other way around, is that you want something back. ist, weil du ja was zurück möchtest. I'll give my wife something if she gives me something back. Ich gebe meiner Frau etwas und ich möchte auch etwas zurückbekommen. I scratch your back, you scratch mine. Ich kratze dir am Rücken, du kratzt meinen Rücken. Now, if you were to do it properly, Aber wenn du es richtig machen you möchtest, said, dann sagst du, wife, Frau, my lover, mein Liebhaber, I give you everything ich gebe dir alles. and you give me Und du gibst mir nothing. nichts. That's not the golden rule. Das ist nicht die goldene Regel. That's John 13. Das ist Johannes 13. The problem is, Das Problem the dabei, reason why it becomes corrupted, corrosive, das Problem, warum das dann so zur Korruptheit und zum Verderben führt and you're afraid to give completely to this human being, und warum du Angst hast, dich vollkommen diesem Menschen hinzugeben, because you're worried, what are you going to get back? weil du darüber nachdenkst oder du Or worried, weil du besorgt bist, was du denn zurückbekommen würdest. or that they will become your idol and you'll forget about God. Oder dass sie zu deinem Götzen werden und du Gott vergisst. But that's what you're supposed to do. Aber das ist doch das, was du tun solltest. There's no way you can worship this spirit. Es gibt keinen anderen Weg, in den Geist anzubeten. The only way you can do it Der einzige Weg, wie du es machen is kannst, by worshiping the human. ist, dass du den Menschen If you anbetest. don't worship your wife Wenn du deine Frau nicht anbetest and expect nothing back, und nichts zurück erwartest, then you're a liar. dann bist du Then you are a liar if you don't do that. wenn du das nicht tust, dann bist du ein Lügner. Because the lie is that you're saying, I want to reserve something for God. Denn die Lüge wäre, dass du sagst, ich möchte noch einen Teil zurückhalten für Gott. He deserves a part of me that you can't have, wife. Er verdient einen Teil, den du, Frau, nicht haben kannst. And I think we're too afraid Und ich denke, dass wir zu viel Angst davor to haben, actually put into practice what we're reading das in die Tat umzusetzen, von dem wir lesen. because it seems we're not used to it to begin with. It just seems scary. Wir sind dem nicht so gewohnt und für den Anfang es scheint einfach sehr beängstigend. Perhaps you think this is a strange new doctrine. Und wahrscheinlich denkt ihr, das ist irgendwie eine seltsame neue Lehre. All I did was Alles, was ich getan habe, take the principles of natural to spiritual, we all agree,
Ich habe die Prinzipien genommen von erst das Natürliche, dann das Geistliche. Dem stimmen wir alle überein. We go from 6 to 4. Wir gehen von 6 zu 4. And what passages was that in Matthew? Und welchen Abschnitt wäre das in Matthäus? Matthew 7 and is it 22? Matthäus 7 und Matthäus 22. Matthew 22, Matthäus 22. 38 and 39, and Matthew 7. Matthäus 22, 38 und 39 und Matthäus 7. If you go back to a previous class, they Vers were all 12. listed out here, all these verses. Wenn du die Unterrichtsklassen wiederholst, dann haben wir alle diese Verse auf der Tafel gehabt. They all teach one thing. Sie alle lehren uns eine Sache. You cannot know God except through a proxy. Du kannst Gott nicht kennen, es sei denn durch eine Stellvertretung. That's what the subject of equality is trying to teach us. Das ist, was die Thematik der Gleichheit uns lehren möchte. It's easy to love a dog. Es ist einfach, einen Hund zu lieben, It's difficult to love a human being aber es ist schwierig, einen Menschen zu that has lieben, got a personality, der eine Persönlichkeit besitzt, that's got problems or difficulties. der Probleme und Schwierigkeiten hat. Sister Mina. Doesn't God only want 10%? Ist es nicht so, dass Gott nur 10% möchte? You believe that? But that's what the Bible says. Das ist das, was die Bibel sagt. And what does he want you to do with the other bit of the money? Und was möchte er, was du mit dem Rest deines Geldes machst? Love your neighbors. Spaß haben, deine Nächsten lieben? Sure, try that then. Ja, versuch's mal. I mean, also about, the love, when we say, oh, we have to love God 100%. Sure. I technically So think that we all- 10%, how are you going to get it from earth to heaven? Wie bekommst du denn deine 10% von der Erde in den Himmel? You're going to post it to him? the Wirst same, du's same way how I use the 90%. Gleiche Art wie du die 90%? It's exactly the same. Also es ist genau gleich. You give it to the idol, don't you? Du gibst es dem Götzen. It's just called the idol. Man nennt es nun Götze. A pastor, a Bible worker, whatever. Ein Bibelarbeiter, ein Prediger. One question coming back to the Sabbath. Wenn wir nochmal zurück zum Sabbat kommen. When it's about, being with humans and the Sabbath was made for men, Wenn es darum geht, dass man unter Menschen ist und dass der Sabbat für den Menschen gemacht ist. why is it that we then have all these rules about not spending money, for example, not cooking on the Sabbath? Warum haben wir dann die Regeln, dass man nicht Geld ausgeben sollte, zum Beispiel fürs Essen? For example, I could have family time or be with my neighbors, sometimes spending with money. Ich könnte ja Zeit mit meiner Familie oder mit meinen Nächsten verbringen und dabei Geld ausgeben. Sometimes that seems a bit more profitable than sitting at home not knowing what to do on a rainy day and just Das hört sich manchmal profitabler an, als wenn man einfach nur an einem Regentag rumsitzt und nicht weiß, was man tun soll. So you want to spend time with your family, Du möchtest also Zeit mit deiner Familie verbringen, but the person who works at the restaurant, you don't want to afford them the same privilege. aber diejenigen, die im Restaurant arbeiten, denen gewährst du nicht das gleiche Privileg. How fair is that? Wie fair ist das denn? Do unto others as you'd want them to do to you. Behandle andere so, wie du möchtest, dass sie dich behandeln. You stay at home with your family, Du bleibst zu Hause mit deiner Familie they close the shop or the restaurant, and they stay home with their family. und sie schließen den Laden oder das Restaurant und somit können sie zu Hause mit ihren Familien sein. and that's the same when you pay, for example, an entrance to a natural park or something. Es ist das gleiche wie einen Eintritt für einen Naturpark zu bezahlen. Sure, someone has to work for you. Ja, jemand muss für dich arbeiten. Busdriver, he drives you to church. Der Busfahrer, der dich zur Gemeinde fährt. That's the whole principle that if you want to have time with your family, Das ist das they ganze, should have the same. ganze Prinzip. That's Wenn what's du wrong. Zeit mit deiner Familie haben möchtest, dann solltest du ihnen das gleiche Privileg gewähren. Deshalb ist es falsch. I really don't think God's bothered about little metal coins or paper. Ich glaube nicht, dass Gott über so kleine metallene Münzen und ein bisschen Papier so so besorgt ist. It's so beneath him, he doesn't
Why would he care about if I gave you a piece of paper Warum kümmert er sich darum, dass du ein Stück Papier aushändigst or a plastic card and you do some oder eine invisible Plastikkarte transaction? und unsichtbare Transaktionen durchführst? These are not the issues. The Das issue is ist- not money. Die Thematik geht nicht um Geld. Everything's about relationships. Alles handelt von Beziehungen. And all our relationships are supposed to reflect or explain our relationship to God. Alle unsere Beziehungen sollten unsere Beziehung zu Gott reflektieren. Ist es nun erlaubt, im Krankenhaus am Sabbat zu arbeiten? We live in a damaged, sinful world. Wir leben in einer beschädigten, sündigen Welt. Someone has to sacrifice something. Es muss jemanden geben, der etwas opfert. The person who works in the power generation company to make electricity, someone has to sacrifice. Jemand, der in der wie heißt das denn? Stromversorgungsfirma arbeitet. Jemand muss Opfer bringen In the hospital, im Krankenhaus. someone has to have a shop open on Sabbath. Es muss auch jemanden geben, der einen Laden offen hat. Just a pharmacy, for instance. Zum Beispiel eine Apotheke. Someone has to make some sacrifices. Es muss jemanden geben, der gewisse Opfer bringt. I don't think that's breaking any principles. Ich glaube aber nicht, dass dies gewisse Prinzipien dadurch bricht. Danke. Another thought? Okay, wir durften soweit verstehen, der Mensch soll sich keinen Götzen aufrichten. We were allowed to understand that that human beings are not allowed to create idols Aus der Natur, out of nature wenn sie selber von den Menschen kreiert werden. if they're created by man himself. Sind wir bei der Anbetung oder bei der Liebe oder bei dem Götzen zwischen den Menschen? And now we are with the worshiping and the love in between humans. Und kann das halt auch missbraucht werden, in dem Sinne, wo wir dann halt beim Papsttum wären. Is there also a possibility was heißt missbrauchen? To abuse that. And so then we would be at the example of the papacy. The abuse, I'm suggesting, always happens Der Missbrauch geschieht immer dann, when you want something back. so schlage ich vor, wenn du etwas zurück möchtest. We think Wir denken, if you keep on giving and giving wenn du gibst und immer wieder gibst, to your wife, deiner Frau gegenüber, then that somehow would be dangerous. dann wäre dies gefährlich. We need to hold back. Wir müssen zurückhalten. And I'm saying otherwise. Und ich sage genau andersrum. The more you give, Je mehr du gibst, the better off you are. desto besser bist du dran. The better the example is. Desto besser ist das Beispiel. The danger occurs, Die Gefahr kommt auf. the model gets corrupted Das Modell wird dann verdreht, when you expect something back. wenn du etwas zurückerwartest. And then it becomes really ugly. Und dann wird es wirklich schlimm. Schrecklich. Because if you go to, this is not the idol now, this is you and God. Und das ist jetzt nicht der Götze, sondern das bist du und Gott. What is it that you can give to him? Was ist es denn, was du ihm geben kannst? He's there, Er ist da, he's given you everything, er gibt dir alles. and now he says, Und dann sagt er, it's your turn to give to me. jetzt bist du dran, jetzt gib du mir. What can you give to him? Was kannst du ihm geben? The best you can do is kneel to him. Das Beste, was du tun kannst, ist, dich vor ihm niederzubeugen. That's like saying to an ant, Das ist so, wie wenn du zu einer Ameise sagst, stop there and pay some attention to me. bleib mal da stehen und gib mir mal ein bisschen Aufmerksamkeit. It doesn't make any difference. An ant has nothing to offer a human. Und es macht keinen Unterschied, denn eine Ameise kann einem Menschen ja nichts anbieten. There's nothing that we can give him. Es gibt nichts, das wir ihm geben könnten. It's all one way. Es ist alles nur ein Weg, Einbahnstraße. And the problem is, Das Problem, he says, er sagt, the only way this is going to work is through proxies.
Der einzige Weg, wie es funktioniert, ist durch die Stellvertretung. And the difficulty is Und die Schwierigkeit dabei, proxies, Stellvertretungen, this sounds silly, by their very nature, das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen dumm an, aber von Natur aus are close to us. sind uns näher. So you're not worshipping something that's big, you're worshipping something that's small. Du betest also nichts an, das groß ist, sondern etwas, das klein ist. And then you say, Dann sagst du, well, why do I have to worship that thing? Because they're the same as me. warum muss ich denn überhaupt diese Sache anbeten? Sie sind doch mir gleich. And this is a whole nother issue about the difficulty humans have. Und das ist jetzt eine ganz andere Thematik über die Schwierigkeiten und Probleme, die Menschen haben. And this is why equality is so difficult. Deshalb ist die Gleichberechtigung so schwierig. There's some really good science behind this. Da gibt es wirklich gute Wissenschaft dahinter, Why people become jealous warum Menschen eifersüchtig werden, of someone who is close to them. nämlich eifersüchtig einem gegenüber, der einem nahe ist. When I mean close, I mean in the hierarchy of society. Und wenn ich sage nahe, dann meine ich in der Hierarchie in der Gesellschaft. And they're not jealous of people who are way above them or way beneath them. Sie sind nicht eifersüchtig in Bezug auf Menschen, die vollkommen über ihnen stehen oder komplett unter ihnen stehen. And this is a problem that the United States has faced more than any other nation. Und das ist das Problem, dass die USA gegenübersteht, mehr als jegliche andere Nation. I'll give you one example, then we'll close, Einem Beispiel und dann schließen of wir this issue. in Bezug auf diese Thematik. In Europe, In Europa, any country, egal welches Land, who can become the king or the queen? wer kann König oder Königin werden? What's the criteria? Welche Kriterien gibt es? King or queen? König oder Königin? It's not elections. Es sind keine Wahlen, Heritage. es ist die Erbe oder Familienstamm. You have to be in the family. Du musst Teil der Familie sein. You go to America Wenn du nach Amerika gehst and you want to be the king. und du König sein möchtest, Who can become the king? wer kann König werden? Not lots of money. Nicht viel Geld. No, who can become the king? Wer kann König werden? Any person. Jeder kann es werden. Any person can. Jeder kann König werden. We know that. Das wissen wir. We just watched a documentary the other day about whom? Wir haben am anderen Tag eine Doku über wen geschaut? Über Ruth Bader Ginsburg. And who was she? Wer war sie denn? She was nothing. Sie war ein Niemand. You look at nearly all these politicians in America, many of them, they were nothing. They were just normal people. Und wenn man viele Politiker in Amerika betrachtet, ihre Geschichte, dann sieht man, dass sie eigentlich ganz normale Menschen waren. Sie waren sozusagen ein Niemand. And that doesn't happen in Europe. Das geschieht in Europa nicht. That society is different to European society. Ihre Gesellschaft ist anders im Vergleich zur europäischen Now, I know it's been Gesellschaft. corrupted, Ich weiß, dass sie korrupt ist, beschädigt wurde, but it's still broadly the same. aber dennoch ist es grob das Gleiche. The advantage that they have, that anybody can rise up and be the leader, Den Vorteil, den sie haben, dass jeder aufstehen kann und der Leiter werden kann, creates its own problem, führt zu einem anderen Problem oder which is zum what? eigenen Problem von ihnen. Welches Problem ist? Jealousy. Eifersucht. Americans have a problem with jealousy that Europeans don't have. Amerikaner haben ein Problem mit der Eifersucht, das die Europäer so nicht haben. Because Europeans understand about elitism. Denn Europäer verstehen die Elite. And we all know Und wir wissen alle, we can never get the top jobs. dass wir nicht diese Top-Arbeitsstellen bekommen können. They're already pre-allocated to the aristocracy. Sie sind der Aristokratie vorbehalten. But in America, it's not like that. Aber in Amerika ist dem nicht so. However bad it is, Wie schlimm es auch ist, I know there's corruption,
Ich kenne diese Beschädigung. But even now, anyone can rise up the ranks and become someone of great power. Und sogar jetzt noch kann jeder aufstehen und zur Macht gelangen. And that produces a huge stress upon them that we don't face. Und das kreiert dann einen großen Stress, den wir so nicht kennen. And this is the problem with worshiping your wife. This is the problem with equality. Und das ist ein Problem, deine Frau anzubeten, das Problem der Gleichheit. Because your wife is your equal by Denn creation. deine Frau ist dir gleich von der Erschaffung her schon. Therefore, generally, we expect if I give you something, you need to give something back. Und deswegen erwarten wir im Allgemeinen, wenn ich dir etwas gebe, dann erwarte ich auch, dass du mir etwas zurückgibst. And that's what the problem is. That's why we don't mind worshiping God. Darin liegt das Problem. Deshalb haben wir kein Problem, Gott anzubeten. Why? Warum nicht? Because He's up there and we're here. Denn er ist hier oben und wir sind unten. Now, you start trying to worship someone who's equal to you, Aber jetzt fängst du an, jemanden anzubeten, der dir gleich ist. and you don't want to do it. Und das möchtest du nicht tun. Let's pray. Lass uns We beten. could talk more and more about that. Heavenly Father, we thank you. Himmlischer Vater, wir danken dir. We pray that you would guide and direct us Wir bitten dich, dass du uns führst und leitest in the meditation and study of your word. in dem Nachdenken und dem Studieren deines Wortes. Help us to understand in a clearer fashion Hilf uns, dass wir deutlicher verstehen, what idolatry means was Götzendienst bedeutet and why you tell us und warum du uns sagst, that too many of us are liars. dass zu viele von uns Lügner sind. We claim to love you, Wir sagen, dass wir dich lieben, but on closer examination, we see that it's just not true. aber wenn wir das Ganze näher betrachten, dann erkennen wir, dass das nicht wahr ist. We pray in Jesus' name Und wir bitten in Namen Jesu for a special blessing today. für einen besonderen Segen heute. Amen. Amen.